Hallo und herzlich willkommen bei Pasquali Talk. Ich bin Paul Pasquali, der Gründer von Pasquali, und in unserem Video dreht sich alles um unsere Garne, Designs und die Geschichte dahinter. Dann legen wir los. Hallo und vielen Dank, dass ihr heute bei uns eingeschaltet habt. Ich bin mit Marisa, unsere Sales Manager international. Hallo Marisa. Hi Paul, ich bin so froh hier zu sein, besonders heute, weil wir haben ein tolles Thema. Wir reden über unsere Cashmere-Garne, Cashmere Lace und Cashmere 628. Ja, also das ist unser zweites Video. Vor 2 Wochen haben wir uns beide mal zuerst mal vorgestellt, nach einer sehr langen Pause. Und wir haben absichtlich dieses Thema ausgewählt, weil das einer oder Lieblingsgarne bei uns ist. Und bestimmt viele verbinden auch Pasquali mit Kaschmir. Und außerdem haben wir vor kurzem eine große Upgrade gemacht. Man kann, glaube ich, ganz gut sehen, dass es viel, viel flauschiger ist. Ja, viel flauschiger, viel weicher und ich freue mich, was hast du geändert? Ja, also wir haben eine Menge Sachen geändert, aber erstmal erzähle ich euch ein bisschen, wie das vorher war. Also wir haben unsere klassische 626 und klassische Cashmere Lace über 10 Jahre in Italien Biella produzieren lassen. Ja. Die Faser habe ich selbst in der Schweiz gekauft. Das sind biozertifizierte Faser gewesen, weil nur dort in der Schweiz konnte ich sicherstellen, dass die Faser nachhaltig gewonnen worden sind und dass es tatsächlich um echte Kaschmir handelt. Und bei dem Preis und bei der Qualität möchte ich auf jeden Fall sicher sein, dass auch unsere Kunden eine echte Kaschmir erhalten. Und warum hast du die Produzenten gewechselt? Obwohl unsere Qualität hochwertiger war, optisch war kaum ein Unterschied zu sehen bei den Mitbewerbern, weil dort, wo wir produziert haben, diese Firma hatte keine eigene Spinnerei, sondern wir haben die Faser gegeben und die haben die Produktion verfolgt. Und so haben die das auch gemacht für andere Marken, so dass die Qualitäten von alle Garnen waren unterschiedlich, aber optisch sehr ähnlich. Und es war für uns auch etwas schwierig, dann unsere Kunden zu zeigen, warum unsere Garne jetzt vielleicht bei einigen Vergleichen etwas teurer ist. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir was machen, wo man schon optisch man sehen kann, dass es hier sich um ein ganz anderes Produkt handelt. Ja, und das sieht man sofort, ne? Ja, da kannst du sehen, das ist Ja, richtig diese sieht man Flausch. Ja, du kannst auf jeden Fall, wenn du jetzt die alte Qualität hast und die neue, du kannst die zusammen verstricken. Also die alte Qualität war nicht schlechter. Nee. Ne? Es geht nur darum, dass es jetzt schon bei der ersten Masche dieses Kaschmir-Gefühl sofort, da musst du nicht warten, wie das Teil gewaschen ist. Also du kannst beide Garne sogar zusammen stricken. Und Nach dem Waschen wird auch gleich Wird sein. gleich Also alte Modelle aus Kaschmir kannst du genauso gut verwenden jetzt mit der neuen Qualität. Kannst du ein bisschen erzählen von dieser neuen Produzentin und wie hast du das? Ja, also das ist sehr interessant, genau. Also wir haben, wir zeigen immer auch unsere Transparenz und das haben wir auch gerne und jetzt hier in dem Fall noch gerne als gerne. Also wir haben auch Deutsch noch lieber als gerne. Das Garn wird in der Spinnerei Cariaci produziert. Also vor einigen Jahren habe ich Mr. Cariaci, Giorgio Cariaci kennengelernt. Der hat eine der renommiertesten Kaschmir-Spinnereien Italiens und der Welt. Sein Vater hat die Spinnerei gegründet und er ist schon mittlerweile über 70 Jahre alt und führt immer noch die Spinnerei. Diese Spinnerei produzierte in der Regel Garnen in Konen für Strickmaschinen, also für die Industrie. Pasquali war so ein neues Projekt. Aha. Und da hat der Mr. Cariaci auf jeden Fall viel Interesse gezeigt und wir haben 2 Garne entwickelt, die Camel Decay aus Baby Kamelwolle und Cashmere Karis aus Merino und Kaschmir produziert. Ist das nicht der gleiche Spinnerei, der mit Luxusmarken arbeitet? Ja, nicht nur. Also die Spinnerei Cariaci gehört zu 51% zu die Cariaci-Familie. Ja. Und 49% gehört zu Chanel und Brunello Cucinelli. Und was ist besonders in der Produktion? Also in der Produktion, die Qualitätsmanagement ist extrem hoch. Das heißt, erstmal bei der Auswahl der Faser, da wird schon im Labor jede Lieferung geprüft, ob Unreinigkeiten gibt. Die Faserlänge soll immer stimmen. Dadurch wird das Garn auch weniger peelen. Dann jede Lot wird gestrickt.
wird gewaschen, wird in ein Labor gebracht. Ich bin garantiert und sogar, dass du jetzt schwarz und weiß zusammenstricken kannst und es wird nie ausbluten. Okay. Ja, und so ein Versprechen gibt es uns niemanden. Mhm. Da haben wir lange Zeit gebraucht, diese Kaschmir zu produzieren, weil Kaschmir ist deren Stärke. Mhm. Aber Kaschmir für Handstrickbereich ist schon ganz anders. Wenn du eine Krone von Kaschmir hast, es fühlt sich sogar wie Baumwolle an. Mhm. Mhm. Aber für so einen Knäuel, da muss vorgewaschen werden, da muss gedämpft werden. Es sind viele andere Schritte, die nötig sind. Mhm. Und nach über 6 Monaten Entwicklung haben wir diese sehr schöne Knäuel bekommen. Und es gibt klar einen Schritt, den ich nicht verrate. Das wäre unser Geheimnis. Okay. Also deine Frage kann ich nicht komplett antworten. Auf jeden Fall, es ist besser. Es ist besser und was nicht Geheimnis ist, diese flauschige, weiche Garn. Absolut toll. Zusätzlich ist das Garn auch SFA zertifiziert. Ja. Also vorher war auch zertifiziert. Das war eine Zertifizierung von der mongolischen Handelskammer. Diese SFA-Zertifikat ist ein bisschen höher, sehr ähnlich wie GOTS. Das ist für uns auch noch transparenter und so ein Produkt an unsere Kunden anzubieten. Ja, und dann die Knäule sind alle 25 Gramm. Ja, genau. Kashmir Lace hat 170 Meter. Ja, 170 Meter und die Kaschmir Und Kashmir 26. 26, 112. 112 Meter. Wir haben diese 25 Farben, die hier drauf sind. Mhm. Das gibt es bei Kaschmir 26. Und bei Lace sind nur 16 Farben von diesen 25 Farben. Wir fangen erstmal nochmal an. Das heißt, mit der Zeit wird sich weiterentwickelt. Und du trägst gerade sogar einen Schal aus Das ist eine Kaschmir für Lace. unsere Designs. Ja klar, das kenne Ja? ich. Ja, ist super schön. Der ist die Blitzblum, ne? Ja, Oder? Ja? Blitzblum. Blitzblum, ja. Ja. Aus Kaschmir Lace. Aus Kashmir Lace. Genau, Ja. die Strickanleitung bekommt ihr bei uns auf der Webseite oder auf Revering. Ja, ich habe eine Frage. Ja, frag Aber mal. das ist Kashmir 628. Viele Okay. fragen mich, was bedeutet das? 628. Okay. Ja, also wir arbeiten mit dem Grundgarn. Diese Grundgarn ist 228, also es wird dann 3-mal gezwirnt, auf den 628 zu kommen. Das bedeutet, der 6 bedeutet, dass es 6 Fäden im Garn sind. Mhm. Und 28 heißt, dass 1 Gramm von einem dieser Faden 28 Meter hat. Klingt so kompliziert, aber für uns, für die Produktion, ist eine klare Zahl. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt 28 durch 6 mache, da kommt ungefähr bei 112. Ist nicht exakt 112, dadurch, dass durch Entzwirnung auch Meter verloren gehen. Aber das ist in der Produktion, wird nur darüber gesprochen. Also bei Kashmir Lace würde ich in der Produktion nicht sagen, ich brauche eine Kashmir Lace, sondern ich brauche eine Kashmir 428. Ne? Wir haben 228, 2-mal gezwirnt, kriegen wir die Lace. Mhm. 3-mal gezwirnt, kriegt man die 26 und so weiter und so fort. Okay. Ah, Ja. toll, danke. Aber ich kann das nicht weiter erklären. Ja, da muss einfach wieder sagen, dass Sie bitte das Video mal anschauen. Wir mal schauen. Wie Paul sagte, dass beide sind SFA zertifiziert. Ja. Das heißt, die gesamte Lieferkette von Ursprung der Faser bis zum fertigen Garn ist geprüft. Damit habt ihr die Sicherheit, dass ihr ein Garn verarbeitet, das nicht nur edel und weich ist, sondern auch verantwortungsvoll gestellt. Ja, und das ist ganz wichtig auch für unsere ganzen Produkte. Ja. Irgendwann machen wir noch ein Video über Zertifikate, weil früher haben wir auch keine Zertifikate gehabt, Genau. weil ich wusste, dass unsere Standard eigentlich höher ist. Und jetzt, weil wir auch gewachsen sind, es gibt viele Kunden, die uns gar nicht kennen. Dann braucht man ein bisschen mehr Transparenz zu zeigen. Deswegen haben wir auch die meisten Garnen auch mittlerweile GOTS, RWS, RMS, FFA und wie auch immer alle heißen, zertifiziert. Also ihr könnt sicher sein, bei uns seid ihr richtig. Ja, unsere Video neigt jetzt zum Ende. Mhm. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Lust bekommen, unsere Kaschmir auszuprobieren. Vielleicht habt ihr Lust auf diese. Auf diese, genau. Es gibt aber auch auf die 626 auch einen kleinen Schal, die mir vorletztes Jahr geschenkt wurde. Ah ja, der Paul Scarf. Paul Scarf vom Aschenfein. Ja, die kann auch schön das Garn ausprobieren. Ja. Man braucht nur 2 Knäuel. Ja, super. Ja. Das ist super schön. Dann vielen Dank noch einmal. Vergiss nicht, auf die Glocke zu klicken. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Daumen hoch und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Mal in 2 Wochen. Ja, bis dann. Bis dann. Tschüss.